Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag. Real Madrid hat heute ihr erstes offizielles Freundschaftsspiel der neuen Saison und das Ganze auch noch im deutschsprachigen Raum. Was da los ist, schauen wir uns natürlich zusammen an. Dann habe ich aber für euch auch ein randvoll gepacktes Video rund um Informationen zu Real Madrid. Aber das Hauptthema des heutigen Videos ist Vinicius Junior. Gestern wurde das Universum Real Madrid ein bisschen erschüttert, denn aus England kommt die Information, Arsenal London und Vini Junior haben eine Einigung getroffen. Der einzige, der jetzt noch überzeugt werden müsste, ist Real Madrid und die freunden sich auch langsam mit dem Gedanken an. Vini Junior könnte uns wirklich diesen Sommer verlassen. Ja, was da los ist, meine Meinung zu dem Ganzen und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, fangen wir zunächst einmal mit dem Wichtigsten an. Heute ist eure letzte Chance. Heute während meines Live-Watch-Alongs zum Spiel Real Madrid gegen Florenz wird dieses wunderbare Wappen von Arda Güler von mir verlost, verschenkt. Wenn ihr da mitmachen wollt, seid heute beim Watch-Along dabei. Viel wichtiger, auf meiner Instagram-Seite habe ich ein Video gemacht. Da seht ihr, so fängt das Video an, ja, oder da besser gesagt. Und da müsst ihr nur einen Kommentar reinschreiben, müsst ein Follow da lassen auf Instagram und auf YouTube und schon seid ihr dabei. Also das ist das Wichtigste zuerst. Ja. Kommen wir zunächst einmal zu einem Spieler, der heute bei diesem Spiel vielleicht dabei sein wird. Ich kann es euch nicht garantieren, denn es handelt sich um einen Spieler der Gegner. Wenn ihr euch fragt, Mario, warum erzählst du uns irgendetwas über einen Florenz-Spieler? Ganz einfach, dieser Spieler war bis gestern noch offiziell unserer, nämlich Víctor Valdepenias. Ich hatte euch vor 2 Wochen gesagt, Real Madrid wird ihn verkaufen. Für 50% von Víctor Valdepenias hat Real Madrid 8 Millionen Euro erhalten. Real Madrid und Florenz haben es aber gestern beide offiziell gemacht. Víctor Valdepenias ist jetzt neuer Spieler des AC Florenz. Mich persönlich würde es freuen, ihn heute auf der anderen Seite des Platzes zu sehen. Ja, ein anderer Spieler, der Real Madrid jetzt auch verlassen wird, ist der bisherige dritte Torwart Fran González. Ein Riesentalent, hat auch schon mal ein Spiel in Real Madrid im Santiago Bernabéu von Anfang an gespielt. Das war damals gegen Valencia, haben wir leider verloren. Das war kein glücklicher Auftritt für den Jungen. Trotz alledem, Fran González wechselt, so wie es aussieht, zum FC Sevilla. Auch wenn es mir nicht gefällt, Geschäfte mit dem FC Sevilla zu machen. Naja, wie dem auch sei, Sevilla wird 3 Millionen Euro zahlen für 50% von Fran González. Das Ganze ist von der Nachrichtenagentur EFE bestätigt. Also auch dir, Fran González, drücke ich die Daumen. Vielleicht sieht man euch ja irgendwann wieder bei Real Madrid. Ja, diese beiden Jungs kamen beide aus Real Madrid Castilla. Und wenn wir schon bei Real Madrid Castilla sind, unsere Jungs hatten gestern ihr erstes Vorbereitungsspiel. Das Ganze gegen Albacete. Und unsere Jungs haben mit 2:1 gewonnen. Ich lasse das Ganze mal so ein bisschen parallel laufen, aber das war ehrlich gesagt nicht Real Madrid Castilla, das war Real Madrid Castilla B oder C, denn die meisten Real Madrid Castilla Spieler sind zurzeit ja bei Real Madrid, da unsere WM-Teilnehmer noch nicht mittrainieren. Die meisten Jungs von Real Madrid Castilla sind auch heute im Kader gegen den AC Florenz, schauen wir uns direkt im Anschluss an. Trotzdem haben die Jungs mit 2:1 gewonnen, Doppeltorschütze Rashad, also ein guter Start in die Vorbereitung für Real Madrid Castilla. Ja, passend zu dem Thema würde ich sagen, schauen wir uns den Kader für das heutige Spiel gegen den AC Florenz an und 3 Namen fallen mir ins Auge, 2 ganz besonders, natürlich Carlos Espí und Denzel Dumfries stehen heute vor ihrem Debüt bei Real Madrid. Beide werden zum ersten Mal das königliche Wappen tragen und das ist eine Riesenfreude für mich. Wird natürlich ein ganz spezieller Tag für die beiden. Das Ganze noch im deutschsprachigen Raum, was uns natürlich auch freut. Ja, wie dem auch sei, eine Riesenfreude. Wer allerdings auch quasi ein Debüt feiert unter einem José Mourinho, ist ein Endrick. Der Brasilianer ist seit gut einer Woche wieder im Training und wird heute seine ersten Minuten bekommen in dieser neuen Saison, seine ersten Minuten unter dem portugiesischen Trainer. Wer das nicht machen kann, ist ein Rüdiger. Auch wenn er seit einer Woche circa wieder im Training ist, ist er noch etwas angeschlagen. Real Madrid wird kein Risiko eingehen. Ein anderer Spieler, der verletzt ist, ist auch ein
Raúl Asensio hatte ich euch ja berichtet, der fällt noch einige Wochen aus, aber auch ein Dienhausen ist angeschlagen. Ja, das kannst du dir nicht ausdenken. Wie gesagt, ich sage es immer wieder, der gefährlichste Job dieser Welt auf diesem Planeten ist Innenverteidiger von Real Madrid. Wie kann das schon wieder sein? Raúl Asensio verletzt, Rüdiger angeschlagen, Dienhausen angeschlagen. Ja, ich kann inzwischen einen José Mourinho verstehen. Er pochert immer weiter darauf, wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Und das hier ist das beste Beispiel. Naja, so wie es aussieht, wird dafür ein Joan Martinez und ein Lamini Fati die Innenverteidigung von Real Madrid sein. Wie gesagt, das Ganze läuft auf Real Madrid TV. Ihr könnt das auf Real Madrid Play auch gratis schauen. In Deutschland wird das auf Sky Sport übertragen. Aber viel wichtiger, ihr schaut es natürlich hoffentlich heute bei mir in Live-Watch-Along. Ab 5:30 geht es los. Da unterhalten wir uns über die Aktualität von Real Madrid und schauen anschließend zusammen das Spiel. Ja, und wir unterhalten uns. Ich freue mich drauf. Und wie gesagt, dabei wird auch das Arda Güler-Emblem verlost. Sei also auf jeden Fall dabei. Ja, aber das ist nicht das letzte Spiel im August. Jetzt geht es richtig los. Ich zeige euch jetzt die Termine von Real Madrid im August. Wie ihr seht, heute gegen Florenz, dann am 8. in einer Woche spielen wir gegen Ferencváros, Deportivo La Coruña, Schalke. Ja, und dann startet unsere Liga auch schon am 22. August, also in mehr oder weniger 3 Wochen geht der Ernst des Lebens los. Bis dahin sind natürlich alle Spieler wieder dabei. Ja, und ein Spieler, der dabei ist, ist Carlos Espi. Und ihr kennt das, wenn ein neuer Spieler zu Real Madrid kommt und in diesem Fall ein sehr überraschender neuer Spieler, macht Real Madrid TV meistens so ein kleines Filmchen über ihn. In diesem Fall ist das Filmchen etwas kürzer ausgefallen, weil er ja auch erst sehr kurz dabei ist. Trotzdem gefallen die mir immer und deshalb würde ich vorschlagen, schauen wir uns die zusammen einmal an. Ehrlich gesagt ging alles sehr schnell. Es ist ein einzigartiges, unbeschreibliches Gefühl. Ich bin sehr glücklich darüber und werde mein Bestes geben. Ehrlich gesagt, einfach unglaublich. Ich habe es nicht erwartet. Alle sind wirklich nette Leute. Sie haben mich sehr gut aufgenommen und ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Tag. Einzigartig. Es ist wirklich einzigartig, mit allen Spielern von Madrid zu arbeiten, mit dem ganzen Staff, mit allen, die sehr für uns da sind. Es ist wirklich unglaublich. Sie achten auf jedes Detail. Die Anlagen sind einfach unglaublich, wirklich. Bei jeder Gelegenheit, die ich bekomme, werde ich mein Bestes geben. Ich bin ein Spieler, der als Bezugspunkt dient. Ich mag es, im Strafraum zu sein, um bei jeder Gelegenheit bereit zu sein. Und das Wichtigste ist, dass ich für Madrid und für das Vertrauen, das mir der Trainer schenkt, immer mein Bestes geben werde. Ja, man merkt einfach, was für ein Traum für diesen Jungen in Erfüllung gegangen ist. Der macht extra in einer Minute, macht er 2 oder 3 Mal klar, ich werde alles geben, was ich in mir habe für Real Madrid. Das ging alles sehr, sehr schnell, für ihn auch überraschend. Sein Vater hat auch im Radio ein Interview gegeben und gesagt, er ist so nervös, so unglaublich. Bei Real Madrid ist alles so unglaublich. Er sagte, ich habe heute Abend einfach mit Butragueño zu Abend gegessen. Also voll surreal für den Vater von einem Carlos Espi. Naja, sind auf jeden Fall ganz bodenständige Menschen, eine ganz bodenständige Familie. Ja, und Carlos Espi im Gegenteil zu Gonzalo. Und das möchte ich noch einmal erklären. Das hier ist kein Vorwurf an Gonzalo. Ein Gonzalo hat genügend Talent und er glaubt genügend an sich, dass der es schaffen kann, die Premier League so zu zerschießen, dass er zur Nationalmannschaft kann. Weiß Gott, vielleicht zur nächsten EM schon, zur nächsten WM. Ein Traum für jeden Spieler. Und irgendwann als Starter zu Real Madrid zurückkommen kann. Und ich kann einen Gonzalo verstehen. Ich drücke ihm alle Daumen der Welt. Ich liebe Gonzalo immer noch, obwohl er sich jetzt erstmal gegen Madrid entschieden hat. Man liest auch, er ist der festen Überzeugung, er wird zurück zu Real Madrid kommen. Also der Junge ist auch Madridista, aber er muss sich erstmal seine Sporen verdienen. Ja, und ich drücke ihm die Daumen, dass er als Star zurückkommt. Ein Carlos Espi, für ihn ist das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, jemals zu Real Madrid zu kommen. Und er ist jetzt erstmal drin, hat erstmal den Fuß in der Tür und es liegt es an ihm, auch zu beweisen, dass er zu Real Madrid gehört, dass er hoffentlich seine ganze Karriere bei Real Madrid bleibt.
bleibt. Vielleicht wird es einer wie Joselu, nur der 10, 15 Jahre bei Madrid ist und immer zur Stelle ist, wenn Madrid ihn braucht. Wäre doch eine Win-Win-Situation für alle. Also für die, die gesagt haben, warum ein Carlos Espí, warum behalten wir nicht einen Gonzalo, ganz klar, es gibt 3 Parteien, die sich einigen wollten und ein Gonzalo war der Meinung, er möchte den nächsten Schritt machen bei Fulham und Real Madrid wollte ihm in seiner Karriere nicht im Weg stehen und ein Carlos Espí, für den geht ein Traum in Erfüllung. Ja, ein anderer Spieler, für den vielleicht sein Traum von Arsenal bald in Erfüllung geht, ich weiß nicht mal, ob es ein Traum für ihn ist Vini Junior. Da haben sich gestern die Informationen überschlagen. Aus England kam nämlich die Information, es gäbe eine Einigung zwischen Arsenal und Vini Junior. Doch bevor wir dazu kommen, hat erstmal der Marca morgens einen Artikel geschrieben, ja, wo sie nochmal das bestätigen, was sie vor 2 Wochen gesagt haben. Real Madrid wird nicht in einen Verhandlungspoker mit Vini Junior einsteigen. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Real Madrid bleibt in der Vinicius-Frage standhaft. Der Verein hat seinen Vertretern mitgeteilt, dass das jüngste Vertragsverlängerungsangebot endgültig ist. Entweder er verlängert zu diesen Bedingungen oder man wird einen Verkauf im Sommer in Erwägung ziehen. Entweder man nimmt es an oder lässt es bleiben. Nach monatelang festgefahrenen Verhandlungen und einer Pattsituation, in der keine Seite nachgegeben hat, hat Real Madrid beschlossen, aktiv zu werden. In Valdebebas ist man der Ansicht, dass es an der Zeit ist, die Ungewissheit um Vinicius' Zukunft zu beenden. Die jüngsten Entwicklungen, das Interesse von Arsenal an dem Brasilianer, hat die Annahme nur bestärkt, dass diese Situation nicht ewig andauern kann. Laut Marca hat der Verein den Beratern des Spielers bereits mitgeteilt, dass das jüngste Angebot endgültig ist. Es wird keine weiteren Erhöhungen oder keine weiteren Verhandlungsrunden geben. Die Position ist klar. Nimmt Vinicius das Angebot an, verlängert er seinen Vertrag. Lehnt er ab, wird Real Madrid einen Verkauf im Sommer in Betracht ziehen, um zu verhindern, dass der Brasilianer in sein letztes Vertragsjahr geht und möglicherweise später ablösefrei wechselt. Der Verein betrachtet Vinicius weiterhin als Schlüsselspieler und die Verlängerung seines Vertrags hat für ihn oberste Priorität. Man ist der Ansicht, dass seine Leistung in den letzten Jahren eine angemessene finanzielle Vergütigung rechtfertigen. Naja, allerdings gibt es auch eine klare rote Linie. Die Gehaltsstruktur des Kaders darf nicht verändert werden. Real Madrid ist nicht bereit, die Gehaltsstruktur für irgendeinen Spieler anzupassen, egal wie wichtig er auch sein mag. Ja, wie gesagt, diese Information hatten wir ja vor 2, 3 Wochen schon mal bekommen. Marca bestätigt das Ganze auch noch einmal. José Félix Díaz, der Direktor, die machen klar, Real Madrid wird nicht jetzt in einen riesen Vertragspoker starten. Real Madrid hat sich klare Grenzen gesetzt und für keinen Spieler der Welt, egal wie wichtig, egal wie gut ein Vini ist, wird Real Madrid an diesen Grundsätzen irgendetwas verändern. Und wie gesagt, meine Meinung kennt ihr. Ich habe es euch schon gesagt, ich kann beide Parteien verstehen. Rock Nation, die Berater, das Management von Vini Junior kämpfen natürlich mit Messern zwischen den Zähnen für das Beste für ihren Klienten Vini Junior. Real Madrid muss aber hier einen Verein führen und Real Madrid muss diesen Verein auch noch die nächsten 100 Jahre führen. Und wenn wir einen Vini Junior verlieren, mir tut es weh, vielen von euch nicht, ich lese eure Kommentare, mir würde das sehr weh tun, vielen Madridistas würde es sehr weh tun, aber was uns allen noch viel mehr weh tun würde, wäre, wenn wir in 5 Jahren bankrott sind, wie der FC Barcelona und dann keinen Spieler mehr holen könnten. Ja, und so sehr ich einen Vini Junior liebe, ja, sehe ich es nicht ein. Es geht sich wohl um einen dicken Bonus, den er bekommen möchte, wenn er bei Real Madrid verlängert. Er ist der Meinung, für jeden Spieler seiner Klasse würde Real Madrid auch einen dicken Bonus, einen dicken Überweisungscheck an die Mannschaft machen müssen. Und er ist der Meinung, dann können sie diesen Check auch an ihn zahlen. Zumindest ist das ja die Argumentation von Rock Nation. Vini Junior selber möchte anscheinend bei Real Madrid bleiben. Real Madrid möchte, dass er bleibt. Bisher war ich immer der Meinung, wenn alle Parteien wollen, dann findet sich ein Weg. Inzwischen zweifle ich immer mehr daran. Unter anderem zweifle ich auch daran, weil diese Information aus England gestern kam. Lesen wir uns die zusammen einmal durch.
Exklusiv, Arsenal bereitet Eröffnungsangebotspaket für Vini Junior vor. Grundsätzliche Einigung über persönliche Konditionen mit dem 26-Jährigen, wie von Hand of Arsenal berichtet. Also Hand of Arsenal, das ist eine Arsenal-nahe Twitter-Account und die waren die ersten, die darüber berichtet haben, dass es eine Einigung gibt zwischen Vini Junior und Arsenal. Wie zuverlässig Hand of Arsenal ist, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob die Berater von Vini da etwas gestreut haben, ob Arsenal etwas gestreut hat. Es kann sein, dass die Berater von Vini natürlich Druck machen wollen auf Real Madrid und so einer Seite, die relativ groß ist, die haben glaube ich 300.000 Follower, wenn ich mich nicht täusche, dann diese Information zuspielt. Und ich sage jetzt nicht, dass die lügen, das könnte natürlich auch Vertragspoker sein. Real Madrid spielt ihre Trümpfe, sie haben jetzt einen Yan Diomandé, so wie es aussieht, verpflichtet. Die Berater von Vini Junior spielen ihre Trümpfe und sagen, eine Einigung ist erzielt. Eröffnungsangebot soll bei 128 Millionen Pfund inklusive 15 Millionen Pfund an Zusatzprämien, das von Arsenal vorbereitet ist. Also wie viel ist das? 150, 160 Millionen Euro, wenn ich mich nicht täusche. Vorbereitet. Es ist bereit, in den kommenden Tagen über Vermittler versandt zu werden, falls die Entscheidung fällt, dass Vini seinen Vertrag bei Los Blancos nicht verlängert. Die grundsätzliche Einigung über einen 5-Jahres-Vertrag, Gehalt von 400.000 Pfund pro Woche plus einen 5 Millionen Euro Bonus Pfund pro Jahr, da hat er nämlich den Bonus, den er will, ist mit Vini Junior geklärt. Dazu noch einen 12 Millionen Pfund Bonus an Antrittsprämie. Ja, und Madrid wird voraussichtlich kein neues Vertragsangebot unterbreiten, haben wir uns ja eben im Marca durchgelesen. Ja, wie gesagt, diese Information kam aus England, hat gestern Real Madrid das Universum so ein bisschen erschüttert. Ja, was soll ich euch sagen? Ich kann euch nicht sagen, oder für mich, ich kann euch nicht sagen, ob das tatsächlich so ist, ob das Vertragspoker so ist, aber meine Meinung bleibt die gleiche. Kein Spieler, keiner, nicht mal ein Cristiano Ronaldo, ist größer als Real Madrid. Ich liebe Vini Junior, für mich der beste linke Flügel der Welt, für mich der beste Champions-League-Spieler der letzten 10 Jahre. Für mich hätten wir ohne ihn keine 2 Champions League gewonnen. Also ein wahnsinniger Fußballer, aber Real Madrid ist größer als jeder Fußballer. Sollte er wirklich gehen? Ja, es wird wehtun, aber ich kann Real Madrid verstehen. So sehr es wehtut. Ja. Ich bin gespannt, was eure Meinung zu diesen ganzen Themen ist, die ich euch heute in diesem Video präsentiert habe. Ich bin gespannt, ob ihr heute im Watchalong dabei seid. Lasst das bitte in den Kommentaren. Ich möchte mit euch wieder der größte Watchalong Deutschlands sein über Real Madrid. Damit viele Leute mitkriegen, was hier abgeht, seid so nett, liked dieses Video, kommentiert dieses Video, hypt dieses Video. Wer noch nicht auf Follow geklickt hat, macht das jetzt, unterstützt uns oder unterstützt mich ungemein. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns heute Nachmittag wieder. Also, bis dahin. ¡A la